Dichte Nadelwälder, knackige Anstiege, einsame Trails und Natur pur. Willkommen im Schwarzwald. 7 Tage, 600 Kilometer und 14.000 Höhenmeter. Wir nehmen euch mit auf ein echtes Bikepacking-Abenteuer durch eine der schönsten und forderndsten Regionen Deutschlands. Ein verregneter Start an Tag 1, kleine Bannen unterwegs und Momente, in denen wir echt an unsere Grenzen kamen. Aber genau dafür machen wir das Ganze. Pack dein Bike, schnall die Taschen fest und komm mit auf die Strecke. Viel Spaß beim Video, los geht's! Bikepacking im Schwarzwald, 600 Kilometer, 14.000 Höhenmeter in 7 Tagen. 7 Tage. Genau. Viel Spaß! Los geht's! Genau, dann starten wir dann gleich los. Ich glaube 75 Kilometer, 1700 Höhenmeter. Ja, also wir wollten es heute nicht übertreiben, weil wir sind ja schon 4 Stunden mit dem Auto gefahren. Deshalb heute ein bisschen was Kürzeres. Dafür morgen dann, glaube ich, 2.500 Höhenmeter. Ja, passt. Viel Spaß. Guter Start. Gleich mit Steigung. 15 Minuten unterwegs und Schopper. Wir sind im Schwarzwald. Also das, was wir Österreicher zumindest darunter verstehen. Wir sind schon gespannt, was auf uns zukommen wird. Ja. Je mehr Technik man hat, desto mehr muss man sich fast immer ein bisschen ärgern. Naja, ich tu mal die Ausnahmen. Baumeter ist wieder da, keine Ahnung was war, Akku raus, Akku rein und funktioniert wieder. So wie bei den meisten Geräten, ein Ausschalten hilft fast immer, gell? Genau, so 4 Kilometer haben wir schon, weiter geht's. Wie ihr vielleicht schon gesehen habt, bin ich diesmal nicht mit dem Mason unterwegs, sondern mit dem Cube New Road. Also beim Mason ist leider hinten die Achse gebrochen. Jo, und deshalb habe ich müssen kurzfristig aufs Cube umsteigen. 2 Tage vor der Tour. So, kurze Rampe. Rauf. Sieht man am Video sicher nicht. Nicht die letzte. Ja, knackig. Ja, schon ein bisschen. So ein bisschen der Weg, nach 12 Kilometern. Hat sich schon gelohnt, daher zu fahren. Wunderschön. Naja, okay. Gut, mitten im Gestrüpp. Ja, ist aber wirklich der offizielle Mountainbike-Weg. Genau, da kämpfen wir uns jetzt durch. Machete haben wir leider keine dabei, aber es sind nur ein paar Meter und dann sind wir wieder auf dem Forstweg, hoffe ich. Schon hängen geblieben da ein paar. Ups. Sonst wäre es ja langweilig, oder? Okay, hab sie. So, ich glaube, wir haben es geschafft, wir sind das Schlimmste durch. So, Karin dort noch Zecken checken. Und? Ja, eine ist. Das ist eine andere. Eine ist gekrabbelt, okay. Eine ist gekrabbelt. Okay. Aber zum Glück nichts. Also bei mir, ich finde nichts. Genau. Jetzt sind wir, glaube ich, draußen aus dem Urwald. Jetzt geht es mal da weiter. Bei mir schaut es sehr elegant aus. Ja, bei dir schaut es elegant aus. Bei mir hat es nicht so gut ausgeschaut. So. Sehr schön hast du das gemacht. Gut, und jetzt sind wir wieder vom Weg. Ich hoffe, so bleibt es jetzt einmal. Ja, Karin hinter der Kamera macht es auch gut, gell? Wir müssen schauen, dass es öfter passiert. Oh. Lasst ein Like da, wenn es euch gefällt. So, jetzt sind wir, ich glaube, in Schönberg. Da gibt es jetzt Kaffee und Kuchen. Das ist zur Bäckerei. Ja, und dann geht's wieder weiter. Schauen wir, ob wir was Gutes finden. Yep.
süßen und einen Zwiebelkuchen. Und du suchst den süßen Kuchen aus. Okay, was ist deine Präferenz? So, erstes Essen im Schwarzwald. Schaut schon mal gut aus. Keine Schwarzwälder, aber Mond. Und was? Zwiebelkuchen. Zwiebelkuchen. Ja, schauen wir, was schmeckt. Das Essen war super. Erste Bäckerei. Abgehakt. Gut, weiter geht's. Kurzes Routenupdate. Jetzt haben wir mal 30 Kilometer, also sind noch ca. 42 1000 Höhenmeter. Und davon ist eins noch eine ziemlich ordentliche Rampe. Ja, aber ich glaube trotzdem ist alles schön fahrbar. Und wenn es so weitergeht wie auf dem Weg, was soll man sagen? Perfekt. Ja, was ist da oben los? Schaut doch nicht nach Regen aus. Ha? Wir haben eigentlich geplant, dass wir keinen Regen haben die Woche. Ja, schon gespannt. Es regnet. Naja, aber es geht. Es hat 25 Grad. Das passt. Das hätte ich nicht geahnt. He? Aber ja, eigentlich tut es gerade richtig gut in der Steigung. Ja, ich schätze mal, das geht schnell vorbei. Jetzt schüttet es kurz. Es gibt kein Bikepacking ohne Regen. Nee. So, die Stimmung schwankt ein bisschen. Nein, es passt nicht. Aber es regnet ziemlich stark. Naja, ich glaube, das überleben wir auch. Im Wald ist dann teilweise eh nicht so schlimm. Ja. Gott sei Dank nicht kalt. Ja, na, kalt ist wirklich nicht. Jetzt sind wir im Märchenwald. Nicht schlecht. War schön, oder? Ja. Ja, kann schon was. Ich glaube, Ja. von dem werden wir noch viel sehen die nächsten Tage. Wald. Wald, grün. 50 Shades of Green. Green, ja, Schiffe. Ja, lohnt sich. Kurzer Abstecher, gleich neben dem Weg. Räder ist vielleicht klüger oben stehen zu lassen. Ja, aber da war nichts. Nein, ist ein bisschen felsig da, aber hui, rutschig. So, hallo, schönes Rad. Weiter geht's. Gut, dass nicht mehr so weit ist. Hab echt Rückenschmerzen, ordentlich. Ja, man geht halt auf die 50 zu, gell? Und man arbeitet in der Pflege, das ist auch kein Vorteil für den Rücken. Saure Drachenzunge und? Ja, Sehr sauer? chemisch. Nicht so gut. Schauen wir mal. Hier ist mal Riegel. Schwarzmiss ist es also. Was auch immer Schwarzmiss ist. Aber was da eigentlich noch recht spannend ist, man hat irgendwie das Gefühl eigentlich, dass man relativ weit unten ist. Aber momentan sind wir gerade auf fast 900 Meter oben. Deshalb natürlich dann auch der Ausblick. Genau. Ja. So, da läuft die letzten Meter noch ordentlich Dreck gesammelt. Frisch. Räder schauen auch ein bisschen aus. Naja. Damit hätte man nicht gerechnet. Aber jetzt ist halt so. Genau, jetzt sind wir da. Da gibt es halt auch Essen. Jetzt nochmal einchecken. Hoffentlich die Räder irgendwo runter waschen. Ja. Und dann sehen wir uns am Abend wieder. Bis gleich. Geht? Ja, ready? So, bei mir hat zum Glück alles in der Arschrakete Platz. Genau, die anderen 2 Taschen kann ich drauf lassen. Kurze Führung noch, Zimmer. Schönes Bad, groß. Und auch das Zimmer riesig. Ja, also echt toll.
Mitten im Nirgendwo. Hätten sogar einen Balkon dabei. Schauen wir mal die Aussicht. Ha? Ah ja, wunderschön ist das. Jetzt gibt's Abendessen. Guten Morgen, wir sind gerade auf der Wanderung zu unseren Rädern. Einmal um die Unterkunft rum. Ja, ich hoffe, denen geht's gut, aber ich glaube mal schon. Ihnen geht's gut. So, da heutige Route. Da, schönes Höhenprofil. 84 Kilometer, fast 2000 Höhenmeter. Sehr gut geschlafen, war richtig angenehm. Super gegessen noch am Abend. Ja, jetzt geht's mal zum Bäcker. Was haben wir jetzt? 7:30? Schon 7:45. Einmal Bäckerei. Ja, das schaut gut aus. So, gut gefrühstückt. Jetzt volle Bäuche. Jetzt kann's losgehen. Kamerakind Karen darf wieder mal an die Kamera. Matthias hat mir auch versprochen, er baut mir dann so einen bunten Rahmen. Ja, wer kennt es noch? Oder vielleicht war ja auch von euch wer Kamerakind. Lasst mich das wissen. Wir befinden uns da jetzt gerade auf einem Radweg. Ich glaube, das ist der Schwarzwald-Panoramaweg. Das habe ich noch ein bisschen umgeplant, weil die originale Route wäre eigentlich so eine Mountainbike-Variante, die ich eben online auf sehr vielen Seiten gefunden habe. Aber ich muss sagen, optisch war sie okay, aber da geht es, glaube ich, mehr darum, dass man weg vom Schuss ist, als wie dass es schön ist. Genau, und deshalb nehmen wir dann teilweise immer wieder die Radwege mit, die halt dann so ausschauen. Ja, also ich glaube, das geht fürs Gravelbike absolut durch. Genau. Also hoffen wir, dass die auch so schön bleiben. Oh, geil. Okay. See. Cool. Oh, wahnsinnig schöner See da. Es kann schon was. Also um Waldfahrt und mittendrin plötzlich so was Schönes. Ja, hat schon ein paar Highlights die Gegend. So darf es weitergehen. Jetzt haben wir noch 125 Höhenmeter rauf bei dem Anstieg. Da sind wir fast auf 1000 Meter oben. Ja. Sagt nur einer, da ist schon da keine Berge, gell? Vor allem die Steigungen sind echt knackig. Ein bisschen schieben muss dabei sein, gell? Das war ein bisschen schwierig zu fahren. Haben wir uns gedacht, na, gehen wir nur mal sicher. Schieben wir da durch. Jetzt noch kurz und dann geht's weiter. So, da ist der Hutzenbacher See nochmal angeschrieben. Gefühlt sind wir schon richtig weit gefahren, aber wenn man es da sieht, vielleicht, da ist der See, da sind wir. Also zickzack. Ja, so kommt man von 30 auf 85 Kilometer, oder? Irgendwie muss man es ja schaffen. Ja, jetzt da weiter an dem Zickzack. Jetzt gibt es kurze Apfelpause. Hat die Karin drauf gestanden? Ha, siehst du was? Ah, Eidechse ist da. Das Wildlife auf Schwarzwald. Ein Hasen, den wir fast überfahren, und der Eidechse. Ja. Gut, dann wollen wir Apfel essen. So, wir sind jetzt übrigens, oder wir glauben es zumindest, in Baiersbronn. Genau, da fahren wir aber jetzt nur durch. Und zwar geht es gleich wieder sehr steil rauf. Und dann schauen wir nach Bad Rippoldsau. Und da schauen wir dann, ob wir was zum Essen kriegen.
Ja, wir haben jetzt 41 Kilometer, ich glaube 43, 44 sind es noch. Und noch ca. 1000 Höhenmeter. Die Karin ist jetzt einmal Postkarten holen gegangen. Mit Schwarzwälder Torte drauf. Ziemlich hässliche. Also hat sie echt gut gefunden. Genau, die schickt sie jetzt dann einmal ab. Kann man nämlich da auch gleich machen. Und dann geht's weiter. Fotoshooting von die Räder. Mach Selfie von uns beiden. Dann müssen wir auch die Räder ein Selfie machen, gell? So, wir haben was gefunden. Kniebishütte. Ich glaube recht rustikal, aber ich glaube, das wird unseren Hunger stillen. Hoffen wir es mal. So, Essen ist da. Ganz was Leichtes, gell? Das hat jetzt gut getan. Jetzt sind wir wieder, die Stimmung wieder besser, die Mägen wieder voll. Jo, jetzt geht's weiter. Jetzt haben wir, glaube ich, noch so 30 Kilometer. Und ich glaube nur noch 400-500 Höhenmeter, also das geht. Ja. Dann weiter geht's. Ja. So, jetzt sind wir auf 945 Höhenmeter oben. Ich glaube, der höchste Punkt für heute. Also, auch wenn es vielleicht für manche nicht so, einladend klingt, Schwarzwald oder Bayerischer Wald, es ist schon cool. Es hat was. Es ist halt viel Wald, viel Grün, sehr, sehr viel Grün. Aber es ist trotzdem schön mit den Aussichten dazwischen, herrliche Wege. Also ich finde, es gibt sicher Strecken, die einfach imposanter sind. Ja, wenn man jetzt an die Dolomiten denkt, an die französischen Alpen, die Schweiz wahrscheinlich auch. Da hat man diese Berge und Massive. Und da ist es ein bisschen subtiler. Also es ist ein bisschen mehr Achtsamkeitstraining. Genau. Und man teilt sich nicht mit 10.000 anderen. Wir sind heute 4 Fahrradfahrern begegnet auf der Strecke, wo wir fahren. Also ja, man hat die Strecke für sich. Das ist richtig cool. Ja, passt. Das ist jetzt weiter. Jetzt haben wir was Tolles gefunden, hoffen wir zumindest, falls wir reinkamen. Geht nicht nur mit EC-Karte. Aber auch mit guten Stellen. Oh, scheiße. Oh, come on. Ja, jetzt ist offen. Das ist offen. Okay, wir haben es geschafft. Hast du meine... Okay, ich glaube, wir finden was. Wahnsinn. Gott, das wird schwierig. Es gibt echt alles da. Wow. Oh, da. Alles. Okay. Also, wir gehen mal suchen. Was gut? Das letzte. Wiederschauen. So, ein bisschen was ist geworden. Oh Gott, sie hat einen Hunger. Was holst du jetzt noch? Sie holt noch was. So, ein wohlverdientes Mezzomix. Hopp. Ein Bäuerchen. Da hat sie ein Bäuerchen gemacht. Hopp. Nochmal 330 rauf. Schön knackig. Oh, dann ist es geschafft. Puh, das ist gerade brutal. 15%. Aber zumindest mit Blick auf Hirsch. Leider zu steil gewesen zum Filmen. Ja, ein bisschen noch rot. Oh Gott, oh Gott. So, längster Anstieg abgeschlossen. Jetzt sind es insgesamt, glaube ich, nur noch 75 auf 9,7 Kilometer. Mit schönen Aussichten, gell?
Tag 2. Im Kasten. Check. Einchecken. Und dann schauen wir, was der Abend noch so bringt. Ja, sie will schwimmen gehen. Ins Schwimmbad. Ja, je nachdem, wenn es fußläufig ist. Ja, ein Bierl wäre noch gut. Wäre nicht so gut. Schauen wir. Schauen wir. Ja, passt. Einmal herzlich willkommen. Sehr schön. Jetzt schauen wir uns die Zimmer an. So, Zimmer bezogen. Eindeutig Retro. Wunderschön. Da ist noch, ja, wie vor, weiß ich nicht, 50 Jahre oder noch mehr. Ja, aber passt alles. Jetzt gehen wir schauen, wo es die kalten Getränke gibt. Ja. Und nachher gab es noch eine Runde im Schwimmbad und hervorragende Jause im Bett.